Hey zusammen, Hula Hoop alleine verbrennt in einer halben Stunde bis zu 200 Kalorien und simples Gehen auf dem Walking Pad bringt je nach Tempo ebenfalls bis zu 200 Kalorien. Aber was passiert, wenn man beides kombiniert? Genau das habe ich getestet und zwar nicht nur mit einem, sondern gleich mit 3 verschiedenen Hula Hoops. Ich habe allein durchs Gehen auf dem Walking Pad innerhalb mehrerer Wochen über 7 cm Unterbauchumfang verloren und da dachte ich mir, warum nicht das Ganze mit Hula Hoop kombinieren? Wer meine Videos kennt, weiß, Hula Hoop ist für mich eines der effektivsten Workouts für die Körpermitte. Es trainiert Bauch, Taille, Rücken, verbessert die Haltung und macht im besten Fall sogar richtig Spaß. Aber ganz ehrlich, wenn man immer nur auf einer Stelle steht und hullert, wird es irgendwann eintönig. Walking allein, klar effektiv, aber auch nicht der spannendste Sport der Welt, oder? Also habe ich mir gedacht, kombiniere doch einfach beides. Und was dabei herauskam, war wirklich eine Überraschung. Also habe ich es getestet mit dem ersten Kandidat, der ganz normale Fitnessreifen. Für mich war eine Geschwindigkeit bis ungefähr 2,2 km/h pro Stunde noch gut machbar. Man muss sich konzentrieren, aber der Reifen bleibt stabil. Das hätte ich nicht erwartet. Und glaubt mir, das ist anstrengender, als man denkt. Mein Chor hat sofort gebrannt. Ich hätte nicht gedacht, dass es beim Gehen noch intensiver wird. Ich würde aber immer ein paar Schritte vorher gehen und dann mit Hula Hoop starten, also nicht umgekehrt. Und von daher bin ich der Meinung, man muss diesen Startpunkt für sich herausfinden, also langsam gehen und dann ja den Hula Hoop kreisen lassen. Der zweite Test war mit dem Slim Go Pro, schwerer, massiver und dadurch auch viel intensiver für die Muskulatur. Man spürt sofort, dass die Körpermitte stärker arbeiten muss, aber genau das war das Problem. Er war kaum kontrollierbar. Egal wie ich es gemacht habe, ich musste extrem stabil stehen, während ich gleichzeitig ging. Er ist mir ständig runtergerutscht und ich musste ihn immer wieder festhalten, damit er nicht auf das Walking Pad knallt und es beschädigt. Von daher ist mir das Risiko einfach zu groß. Mein Fazit, Slim Go und Walking Pad für mich ein klares No-Go. Und danach kam der Smart Hula Hoop. Tada, der All-Time Favorite. Der Vorteil, er kann nicht runterfallen, weil er fest um die Taille sitzt. Man bewegt nur das Gewicht, das um den Reifen kreist. Klingt perfekt, klingt einfach, oder? Und genau das dachte ich auch. Aber nach einer Weile verliert der Ball, egal was man tut, an Schwung und fällt einfach runter. Das liegt einfach daran, dass der Smart Hula Hoop eng an der Taille sitzt und man somit keine Bewegungsfreiheit hat. Man hat keinen Spielraum und das macht es fast unmöglich, effektiv oder langfristig auf dem Walking Pad zu trainieren. Und damit war für mich klar, der Gewinner ist der klassische Fitnessreifen. Er ist am besten kontrollierbar, gibt dir die volle Bewegungsfreiheit und funktioniert auch beim Walking, zumindest bis zu einem gewissen Tempo. Wenn man zu schnell geht, klar verliert man auch hier die Kontrolle, aber in einem moderaten Bereich klappt es richtig gut. Rein rechnerisch verbrennt man mit der Kombi mehr Kalorien, also man kann deutlich mehr rausholen. Ich habe es jetzt nicht getrackt, aber es geht nicht nur ums Kalorienverbrennen, es geht auch darum, den Körper ganzheitlicher zu fordern. Wer viel sitzt, trainiert mit dem Walking Pad die Grundbewegung. Hula Hoop bringt die Körpermitte ins Spiel. Beides zusammen sorgt dafür, dass man gar nicht erst in den Abschaltmodus fällt, weil man permanent 2 Bewegungen gleichzeitig koordinieren muss und das wiederum stärkt sogar die Konzentration und das Gehirn, weil es eine klassische Doppelaufgabe ist. Natürlich muss man auch hier ehrlich sein, für absolute Anfänger ist diese Kombi nichts. Wer noch nie gehullert hat, sollte erstmal auf sicherem Boden üben, bevor er sich aufs Walking Pad wagt, sonst ist die Verletzungsgefahr zu hoch und dein Walking Pad ist irgendwann kaputt. Für Anfänger empfehle ich klar den klassischen Reifen, weil er die beste Kontrolle bietet. Wer eine echte Challenge sucht, kann sich auch mal am Smart Hula Hoop versuchen oder auch am Slim Go Pro. Ja, aber er ist für mich persönlich beim Walking Pad rausgeflogen, viel zu unpraktisch. Und jetzt die Frage an euch. Würdet ihr das ausprobieren? Könnt ihr euch vorstellen, Hula Hoop und Walking Pad zu kombinieren? Oder klingt es für euch total verrückt? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde jetzt noch eine Runde weiter trainieren, denn der Speck aus dem Urlaub muss weg. Ja, kennen wir alle, oder? Und nein, lieben wir nicht. Bis zum nächsten Video. Tschüss!